Sehr geehrter Herr Dr. Stoll, Herr Kirchdörfer, sehr geehrte Familienunternehmerinnen und Unternehmer, Exzellenzen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Schön, dass Sie durchgehalten haben. Ja, es sind in der Tat entscheidende Wochen und Monate, und Sie stellen zu Recht die Frage, wo wollen wir hin? Wie viel Veränderung, die so dringend notwendig ist, trauen wir uns zu? Und was wollen wir zusammen in Deutschland erreichen? Die globalen Umwälzungen, die wir erleben, haben eine besonders gefährliche Wirkung für ein Land wie Deutschland. Unser Geschäftsmodell, das wir über Jahre und Jahrzehnte hatten, besteht nicht mehr. Dieses deutsche Geschäfts- und Exportmodell, das uns so lange Wachstum und Wohlstand gebracht hat, steht in Frage. Höhere Preise für Energie und Importe, höhere Zölle, unsichere Lieferketten, Handelsrestriktionen, all das trifft Sie und trifft unser Wirtschaftsmodell hart. Wir haben begonnen, diesen Stau aufzulösen. Und wir haben begonnen, auch Möglichkeiten wieder zu eröffnen, auch für Unternehmen, wie Sie es sind. Unser Ziel ist klar. Unsere Wirtschaft muss stärker, muss widerstandsfähiger, muss flexibler und in Kernbereichen auch strategisch unabhängiger werden, damit wir wieder in den Wachstumsmodus kommen und Krisen besser abfedern können. Wir haben mit der Wiederherstellung unserer Verteidigungsfähigkeit begonnen. Meine Damen und Herren, das ist nicht trivial. Wir sehen das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir uns nun wirklich wieder verteidigen können müssen. Und wir haben an diesem Auftrag so hart gearbeitet wie wahrscheinlich kein zweites Land in der gesamten NATO. Wir haben steuerliche Entlastungen für Unternehmen beschlossen. Wir haben eine pragmatische und realistische Energiepolitik eingeleitet, mit der wir die hohen Preise in den Griff bekommen wollen. Wir folgen den Leitlinien einer ambitionierten Technologiepolitik. Meine Damen und Herren, die Hightech-Agenda, die wir beschlossen haben und die wir umsetzen, zeigt auch die ersten Wirkungen. Wir treiben die Modernisierung und Digitalisierung von Staat und Verwaltung voran. Wir sind hier in kurzer Zeit schon viel weiter, als es oftmals ganz objektiv bisher gesehen und gesehen werden kann. Wir wollen die digitale Work-and-Stay-Agentur, also eine zentrale IT-Plattform, als einheitlichen Kontaktpunkt für ausländische Fachkräfte. Das klingt so einfach, aber wir wollen auf dieser digitalen Plattform sämtliche Genehmigungsverfahren, die Arbeitserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnis, die Anerkennung der Berufsabschlüsse digital und einheitlich ermöglichen, sodass sowohl Arbeitskräfte, die nach Deutschland kommen wollen, als auch Sie, die Unternehmen, die Arbeitskräfte von außen holen wollen, auf einer einfachen digitalen Plattform alle Informationen, alle Entscheidungen abrufen können. Ich bin sehr viel und sehr engagiert in dieser Europäischen Union unterwegs. Aber, meine Damen und Herren, ich tue das nicht, weil ich in viele Länder Europas immer schon gerne mal reisen wollte, sondern ich tue das, weil meine feste Überzeugung ist, dass ein Land wie Deutschland ein überdurchschnittlich hohes Interesse daran haben muss, dass diese Europäische Union gut funktioniert, dass dieser europäische Binnenmarkt mit 450 Millionen Einwohnern sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann und dass wir auf der Welt auch als ein Wirtschaftsraum angenommen werden, in den es sich lohnt zu investieren und der auch mit seiner Macht als Konsumraum auf der Welt Regeln mitbestimmt, bis hin zu den Handelsabkommen, die wir abgeschlossen haben, die in Kraft getreten sind und die zum Teil schlussverhandelt sind. Ich habe die Handelsabkommen genannt. Auch hier schreitet Europa in großen Schritten voran, so große Schritte, wie wir sie seit Jahrzehnten mit Handelsabkommen nicht gemacht haben. Und wir machen diese Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, mit Mexiko, mit Indonesien, mit Malaysia, mit Australien, mit vielen anderen Ländern auf der Welt, nicht nur, um mit diesen Ländern weiter Handel zu treiben, besseren Handel zu treiben, Grenzen zu öffnen, Zölle zu senken. Wir machen das mit diesen Ländern auch, um denen, die mit autoritären Regierungen die Welt neu ordnen wollen, etwas entgegenzusetzen, das da heißt, wir stehen zur regelbasierten Ordnung, zum Freihandel, zu den Regeln der Welthandelsorganisation, und wir wollen diesen autoritären Systemen etwas entgegensetzen, was unser Modell immer war, nämlich offene Märkte, freier Handel und möglichst viel Wettbewerb auf der Welt, meine Damen und Herren. Deshalb machen wir das und deshalb setze ich mich auch persönlich so sehr für diese Abkommen ein.
Und meine Damen und Herren, ja, es ist so, ich sage das ohne jede Larmoyanz. Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern, ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen. Noch einmal, ohne jede Larmoyanz. Aber dies, was wir uns vorgenommen haben, umzusetzen, erfordert Veränderungsbereitschaft aus dem Wohlstand heraus, vielleicht aus einer Wohlstandsillusion heraus. Aber diese Illusion wird sich als Illusion erweisen, wenn wir jetzt nicht handeln und wenn wir jetzt nicht diese Veränderungen mit dieser Koalition auf den Weg bringen. Oder nehmen Sie, last but not least, die Entwicklungen bei den Start-ups. Im Jahr 2025 sind über 3.500 junge Unternehmen in Deutschland gegründet worden. Sie selbst waren auch alle einmal Start-ups, vielleicht bei Ihren Eltern oder Ihren Großeltern. Aber das Wort kannte man damals noch nicht. Nur aus dem Kleinen sind zum Teil große, weltweit führende Unternehmen geworden. Jetzt haben sich viele junge Menschen, es waren nicht nur junge, aber viele junge Menschen auf den Weg gemacht, in Deutschland wieder Start-ups zu gründen. 3.500 im letzten Jahr war die größte Zahl, die wir je gesehen haben. Es waren über 30% mehr als im Vorjahr. Diese jungen Menschen, meistens jungen Menschen, haben den Mut, etwas Neues auszuprobieren, ihr Schicksal auch selbst in die Hand zu nehmen, Verantwortung und Risiken zu übernehmen. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne, Dank an diejenigen, die das tun, eben nicht nur die Jungen, aber vor allem die Jungen. Und wir haben in diesem Sinne einen neuen Mindset. Es geht darum, dass wir jetzt wieder unseren Fähigkeiten vertrauen und auf diesen Standort setzen. Unser Land hat einen guten Platz in der Welt von morgen. Europa hat einen guten Platz in der Welt von morgen. Und ich höre das häufig weit außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, manchmal mehr als im eigenen Land. Noch einmal, ich weiß, es gibt noch viel zu tun. Sie, die Familienunternehmen, sind ja zum Teil seit Jahrhunderten die Basis unserer Wirtschaft und in unserer Wirtschaft die Basis für unseren Sozialstaat. Und auch das gehört dazu. Als regional verwurzelte Familienunternehmen spielen sie bis heute eine unverzichtbare soziale Rolle vor Ort. Sie engagieren sich bei Betreuung und Ausbildung bis hin zur Förderung von Vereinen, von Kultur, von Sport, von Ehrenamt. Sie, die Familienunternehmen, wissen, was Verantwortung und persönliche Haftung bedeuten. Sie leben diese Prinzipien und sie wollen zu Recht auch profitieren dürfen vom Gewinn aus ihren Ideen und aus ihrem Risiko. Sie rufen nicht ständig nach dem Staat, sondern sie wollen, dass der Staat einen verlässlichen Rahmen und auch einen verlässlichen Sozialstaat schafft, einen Rahmen, in dem fairer Wettbewerb und eben Marktwirtschaft stattfinden. Meine Damen und Herren, Sie haben die Ideen und Sie haben den Mut. Sie haben einfach Lust darauf, unser Land neu zu formen, eben ein neues Wirtschaftswunder zu schaffen. Haben wir diesen Mut, auch als Land, auch als Gesellschaft? Das ist vermutlich die große Frage in diesen Wochen und Monaten. Wie reformfähig ist unser Land eigentlich? Trauen wir uns auch Einschränkungen zu, Abänderung von Gewohnheiten zu, um morgen etwas Besseres zu erreichen? Oder kommen wir wieder immer nur auf die alten Ideen, Steuererhöhungen und neue Schulden? Nein, meine Damen und Herren, ein Land, das nur funktioniert, wenn es immer mehr Geld ausgibt, ein solches Land hat keine Zukunft. Die Frage ist, können wir es in unserem Land auch einmal so angehen, dass wir die Wünsche, die wir haben, mit dem Geld abgleichen, das wir äußerstenfalls zur Verfügung haben. Es geht nicht darum, dass wir in unserer Zeit es besonders gut haben. Es geht darum, dass unsere Kinder und Enkelkinder mindestens so gut leben können in einem Land, in unserem Land, wie wir das Glück hatten, es in unserer Lebenszeit zu dürfen. Vielleicht sogar ein bisschen besser, aber in jedem Fall in Freiheit, in Frieden, mit wirtschaftlicher Perspektive und auch mit sozialer Gerechtigkeit. Das muss erreichbar sein. Und gehen Sie davon aus, ich bin fest entschlossen, es mit Ihnen zusammen, trotz aller Widrigkeiten, zu erreichen. Herzlichen Dank.